So, und damit sind wir beim zweiten Teil der Pressekonferenz der amerikanischen Notenbank. Ich bin hier noch ein bisschen am Rumdoktoren, weil heute unser neues Set eingerichtet wird. Ab und an schaue ich noch in die falsche Kamera, das gehört mit dazu. Schau mal her. Jetzt ohne Hand im Einsatz schalten, es ist kaum auszuhalten, welche Möglichkeiten wir jetzt haben. Wir werden in Zukunft auch mehr Gäste hier mit dabei haben, mit an Bord haben, die regelmäßig bei Interviews mit dabei sein werden. So, also dann gehen wir das nochmal full out, damit ich genau sehe, wo ich bin. Gehen wir nochmal zurück zu dem Bild hier. Eigentlich keine große Überraschung, nicht wahr? Der Dow Jones jetzt 38 Punkte im Plus, der Nasdaq, der S&P immer noch 10 Punkte runter. Es kam genauso, wie man erwartet hatte. Jerome Powell hebt den Leitzins um 25 Basispunkte an. Die Konjunktur wächst moderat, vorher hieß es modest, Inflation ist immer noch zu hoch, ja, alles nichts Neues, und bei CNBC wird gerade rege diskutiert, ob letztendlich Jerome Powell auf den sehr starken Aktienmarkt eingehen wird, aber wir alle wissen spätestens seit Alan Greenspan, so alt bin ich, dass Irrational Exuberance, ich weiß nicht, der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, Irrational Exuberance, das war der Ton Wrong Mic. Gut, dann gehen wir mal hier auf das andere Mic rüber. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist mit dem Ton. So. Bisschen flau das Bild, naja Geist, das kommt jetzt alles noch. Heute ist, wir sind quasi mitten hier in der Einrichtung der Sets. Der David, der hier die Belichtung macht, hat gerade mal eine Pause eingelegt. So, jetzt kommen wir zu Jerome Powell, reden wir nicht groß weiter. Sekunde. So ist das, wenn man das neu macht. Da sind wir. Our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy doesn't work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. Ja. Today, we took another step by raising our policy. Höchstes Zinsniveau in 22 Jahren. And we are continuing to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Looking ahead, we will continue to take a data-dependent approach in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Ja. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a moderate pace. Moderates Wirtschaftswachstum, consumer spending appears to have slowed from earlier in the year. Although activity in the housing sector has picked up somewhat, it remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. And higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, ja, das alte Geschwafel, alles nichts Neues, nicht wahr? Arbeitsmarkt ist weiterhin robust, Konsumausgaben kühlen leicht ab, Housing Market aber gewinnt an Dynamik. Data-driven Approach, auch das absolut nichts Neues, also es wird in Zukunft wieder das eigentlich Spannende an der Konferenz ist die Fragerunde. Okay, also er macht das Argument, dass der Arbeitsmarkt erste Zeichen hat, an Dynamik zu verlieren. Alles nichts Neues, alles keine Überraschung für die Wall Street, null. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%.
In June, the 12-month change in the Consumer Price Index, or CPI, came in at 3.0%, and the change in the core CPI. Also mit dem Satz Data-Driven Approach lässt er natürlich alle Tore offen. Nonetheless, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. Der Prozess, Inflation auf 2% zu bringen, ist ein langer Weg. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad Fazit der Pressekonferenz. Auf der einen Seite ist es so, auf der anderen Seite ist es so. Auf der einen Seite sehen wir Zeichen einer Abkühlung, auf der anderen Seite ist es noch zu hoch. policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Halleluja. Colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship. Also bisher wirklich eine sehr langweilige Pressekonferenz. Man muss sagen, das ist doch eigentlich ganz gut für den Markt. Je langweiliger, desto besser. Keine wirklich großen negativen Überraschungen. Ne? Also klar, dass Inflation unter 3%. Okay. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point, bringing the target range to 5.25% to 5.5%. We are also continuing the process of significantly reducing our securities holdings. With today's action, we've raised Markus, our policy lacht nur rate noch. by 5.25 percentage points. Also der since Ton ist early wirklich last year. anstrengend. We have been seeing the effects of our policy. Gabriele, nicht immer nur meckern. Wir sind dran. Ich habe ja gerade gesagt, wir richten das Studio heute neu ein, meine Liebe. Ne? Ein bisschen Geduld. Kannst doch gerne rüberkommen, ansonsten selber einrichten. Of our ongoing monetary restraint to be realized, especially on inflation. In addition, the economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which Der Ton passt nicht, Herr Koch. economic Wo ist denn Ihr activity, Anzug? inflation, Tragen Sie mal Anzug. economic and financial developments. We will continue to make our decisions meeting by meeting. Absolut nichts wirklich beeindruckend Neues, muss man sagen. And inflation as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back to our 2% goal. Ich habe jetzt schon dreimal gesagt, dass er die Inflation Richtung 2% kriegen will. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage. Also das ist wirklich tatsächlich das gleiche Blabla wie immer, muss man sagen. Genau, der beste Tag, das Studio einzurichten. Das habe ich mir auch gedacht, aber man kann sich nicht aussuchen. Ne? Ihr seht, der Dow Jones ist jetzt 88 Punkte im Plus, was für die Wall Street, glaube ich, eine größere Bremsfaktor ist die Bewertung des Marktes. Also jetzt kommt die Fragerunde. Mr. Chairman, thank you. Steve Leisman von CNBC. I think a couple times in your opening remarks talked about this language in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. Should we take that to mean that additional hikes are likely on the way? Sind weitere Zinsanhebungen wahrscheinlich? Future meetings, say September and November, are live, or are you in a every other meeting mode? Thank you. Oder we haven't made a decision to go to every other meeting. It's not something we've looked at. We're going to be going meeting by meeting, and as we go into each meeting, we're going to be asking ourselves the same questions. Meeting by Meeting, also in anderen Worten, alles bleibt offen. Man könnte kontinuierlich nochmal anheben, also auch in der September-Tagung oder auch in der erst in der November-Tagung. Beides ist möglich, alles ist datenabhängig und damit lässt Paul alle Tore offen. Job creation remained strong while cooling a bit, and the June CPI report actually came in a bit better than expectations for a change. Jetzt sagt er dem Markt alles das, was wir schon wissen. Of course, was welcome, but it's only one report, 1 month's data. We hope that inflation will follow a lower path it will be consistent with the CPI reading, but we don't know that, and we're just going to need to see more data. So what are we going to be looking at? Really, it will be the whole broader picture, and starting with we're looking for moderate growth, right? We're looking for supply and demand through the economy. Also das ist alles viel Blabla, muss man sagen. Letztendlich gesehen bleiben die Tore für weitere Zinsanhebungen offen. Ist auch logisch. Alles andere würde wenig Sinn machen. Die Inflation ist immer noch über 3%.
Und wenn Paul heute die Tore dicht macht für weitere Anhebungen, wäre das auch ein Stück weit unglaubwürdig. Ne? Aber ihr seht selber, gut, der Dow ist jetzt 100 Punkte im Plus. Nicht vergessen, dass die letzte Handelsstunde entscheidend ist. Ja. Genau, also wir haben zweimal vor der September-Tagung nochmal zweimal Arbeitsmarktdaten, zweimal Verbraucherpreise und das wird dann letztendlich darüber entscheiden, ob wir noch eine Zinsanhebung bekommen im September oder eben nicht. Wenn die Daten dann eine Anhebung rechtfertigen, dann werden wir es auch machen. Oh, really? All right. And I'll close by saying we've raised the federal funds rate now by 525 basis points since March 2022. Monetary policy, we believe, is restrictive. Die Geldpolitik sei jetzt bereits restriktiv nach 525 Basispunkte an Zinsanhebungen. Und das muss man sich, glaube ich, auch vor Augen halten. Ne? Selbst wenn die Notenbank die Zinsen nicht anhebt im September, dadurch, dass die Realzinsen steigen, wenn Inflation rückläuft, die Zinsen beibehalten werden, dann geht der Realzins hoch. Das heißt, es ist so oder so bremsend. We've seen this before in the data. Many forecasts call for rates for inflation to remain Banken im Plus, das ist insofern ganz interessant. Die Banken letzte Woche schon solide auf der Gewinnerseite, sehr zinssensibel und vor allen Dingen, wenn wir eine weiche Wirtschaftslandung bekommen, ist das Risiko von Kreditausfällen niedriger. Oh Gott, jetzt wird Barbie-Film zitiert. Es ist schon so schlimm. And it does seem like growth is sort of picking back up a little bit, or at least doing well. And I wonder from your perspective, if that continues, if we see growth not just stabilizing, but doing, performing well. Gute Frage. Is that a problem? Because ist es ein Problem, wenn die Wirtschaft jetzt sogar wieder an Dynamik gewinnt? Just how are you thinking about that sort of trajectory? Yeah, so I would say it this way. The overall resilience of the economy, the fact that we've been able to achieve disinflation so far without any meaningful negative impact on the labor market, the strength of the economy. Overall, that's a good thing. It's good to see that, of course. It's also, you see consumer confidence coming up and things like that. That will support activity going forward. But you're right, though. At the margin, stronger growth could lead over time to higher inflation. Stärkeres Wachstum könnte längerfristig zu höherer Inflation führen und ein weiteres Eingreifen der Notenbank erforderlich machen. Also eine zu starke Wirtschaft, eine Erholung. So as you referenced earlier, in the intermeeting period, soft CPI, jobs reports, still strong but moderating, JOLTS looks good. So if you're data dependent, why not pause again? Why not stay on hold? Why not take another meeting off when the data was at least cutting in the direction you want to see? Warum überhaupt den Leitzins jetzt nochmal anheben, wenn die jüngsten Daten ihm signalisieren, dass die Richtung stimmt, unter anderem bei Inflation? At the last meeting, we wrote down our individual estimates of what that would take, and the median of that was an additional 2 rate hikes. So I would say we looked at the intermeeting data, and as I mentioned, broadly consistent, not perfectly consistent, but broadly consistent with expectations, and as a result, we went ahead and took another step. And that's a labor market that continues to be strong, but gradually slowing. Also ich muss sagen, das ist eine der langweiligsten Notenbanktagungen seit langer Zeit und der Markt wird sich ohnehin vor allen Dingen jetzt darauf fokussieren, dass das Ende der Zinsanhebung entweder heute erreicht wurde oder spätestens bei der letzten Tagung. Nasdaq dreht ins Plus 30 Punkte hoch. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, markets widely believe the median FOMC participants' inflation forecast from June for the fourth quarter of this year will be too high, given autos and shelter, and that by September that may warrant a downward revision in the inflation forecast of 20 to 30 basis points. Would that type of inflation progress be enough to hold rates steady from here, or do you need to see below trend growth and accelerating labor income growth to be convinced that you've done enough?
Mein Jerome Powell wird jetzt darauf keine Antwort geben. Im Prinzip hat er alles gesagt. Ne? Es ist datenabhängig, wir haben noch Verbraucherpreise, wir haben noch Arbeitsmarktdaten zweimal vor der September-Tagung. Er wird die Tore nicht dicht machen für Zinsanhebung, aber nach 525 Basispunkten Zinsanhebung, die Zinsen auf dem höchsten Niveau seit Jahrzehnten, kann er sich durchaus leisten, abzuwarten, zumal die Inflationsdaten sich ja durchaus in die richtige Richtung entwickeln. Bin gespannt und auch ein bisschen erstaunt, dass keiner bisher die Frage gestellt hat, wie sich denn der steigende Aktienmarkt auswirkt. Ja, jetzt wiederholt er sich wieder, ne? Wir werden, jetzt wiederholt er sich. Ich bin gespannt, also wenn er heute nichts zum Aktienmarkt sagt, ja, der Markt ist ja sehr fest gewesen, vor allen Dingen, na gut, die großen Tech-Werte, aber wir sehen eine deutliche Marktverbreiterung, also es nehmen mehr Branchen und Sektoren jetzt an dieser Rallye teil. Wir haben die Banken solide auf der Gewinnerseite. Goldman Sachs spricht ja von der sogenannten Immaculate Disinflation, also in anderen Worten, wir haben moderates Wachstum bei einer gleichzeitig abkühlenden Inflation. Das ist eigentlich für den Aktienmarkt ein Goldlöckchen-Szenario. Ne? Hi, Christopher Gabriel, Associated Press. So, consumer confidence in the economy is rising. Likely in large part because of the declines in headline inflation. You also see wages are also rising faster than prices now after trailing them for a long time. How much are Americans truly harmed by inflation at its current level, headline level of 3%? And with that in mind, when do you put some weight back on the employment side of the dual mandate? So I guess I'd say it this way. First, it is a good thing that headline inflation is. So guys, ich würde mal fast sagen, sparen wir uns das jetzt. Ne? Also es ist alles gesagt, was notwendig ist. Die Tore bleiben offen, alles datenabhängig. Damit werden die Verbraucherpreise und die Arbeitsmarktdaten, die bis zur September-Tagung gemeldet werden, wieder mit im Fokus stehen. Aber das wirklich Entscheidende sind die Ergebnisse von Corporate America und die Frage, ob die Bewertung des Marktes mittlerweile zu lofty geworden ist. Ne? Also insbesondere was die großen Tech-Werte betrifft. Wenn man sich die Reaktionen anschaut auf viele der großen Tech-Earnings, die bisher gekommen sind, sehen wir hier ein Stück weit ein paar Gewinnmitnahmen. Stockmaster sagt auch schon langweilig. Ich kann dem nur zustimmen, langweilig. Ne? Und nochmal, liebe Gabriele, wenn der Ton noch nicht perfekt ist, ne, und das Licht noch nicht, ich sage euch, in spätestens 1-2 Tagen ist es soweit, dann ist das Einrichten der Studios fertig. Ich sage an der Stelle mal einen wunderschönen guten Abend und bis bald.